Grüß Gott, Herr Meyerhofer. Hallo, grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt am Nachmittag für uns die Zeit nehmen, für dieses Gespräch mit dem Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ich würde Sie jetzt gerne bitten, dass Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Betrieb sagen, zu Ihrem Hof. Sie sind ja ein Familienbetrieb. Ja, wir sind in Niederbayern und wir sind ein typisch niederbayerischer gewachsener Familienbetrieb, so könnte man es nennen. Wir leben auch so ein bisschen die Tradition noch, sind auch stolz drauf, dass wir eine 400-jährige Familiengeschichte haben. Und ich lebe hier mit meiner Frau, mit meinen 3 Kindern und mit meinen Eltern. Und wir bewirtschaften den Hof zusammen mit einem Festangestellten. Ein Praktikant haben wir momentan aus der Universität Hohenheim und einen Auszubildenden. Das ist jetzt so die Arbeitskräfteausstattung. Und dann haben wir noch 2, 3 Arbeitskräfte auf 450 € Basis, die uns in Feldarbeitstagen, so wie jetzt, aktuell gerade immer nur zur Seite stehen und uns aushelfen. Sie sagen, Sie haben einen Auszubildenden, Sie sind landwirtschaftlicher Meister. Sie haben Meister gemacht? Ja, ich habe angefangen mit der landwirtschaftlichen Ausbildung bis hin zur abgeschlossenen Lehre, also bis zum Landwirt. Und bin dann nach Weihenstephan gegangen, habe die Schiene Diplom-Agraringenieur gemacht und habe dann später noch mit den Master in nachwachsende Rohstoffe an der TU München abgeschlossen. Genau. Okay. Weil mich das sehr interessiert hat, weil wir auch mit unserem Betrieb, wir bewirtschaften ca. 300 Hektar bei unserem Standort. Das sind 122 Schläge insgesamt. Und da sind wir schon in der Digitalisierung, weil ohne digitale Technik könnten wir das gar nicht verwalten. Wir nutzen auch dieses Kulturlandschaftsprogramm. Das heißt, wir sind von der Fruchtfolge her mindestens 5gliedrig. Also wir sind Kulturlandschaftsprogramm 5gliedrig, aber wir haben mindestens 6 Fruchtfolgeglieder insgesamt. Also wir versuchen einen aufwendigen, einen guten Ackerbau zu machen. Und wir nutzen die Ackerfrüchte einerseits, um sie als Futter für unsere Mastschweine. Wir haben 1350 Mastschweine nach den Kriterien der Initiative Tierwohl. Da geht ein Teil unserer Ackerfrüchte als Futter hin. Dann haben wir zusammen mit einem Gesellschafter eine Biogasanlage seit 18 Jahren. Und da geht auch ein Teil unserer Ackerfrüchte hin zur Fütterung praktisch für die nachwachsenden Rohstoffe in unserer Biogasanlage. Und ein Teil ist Marktfruchtbau, wie zum Beispiel Raps und Zuckerrüben und Qualitätsweizen. Das geht dann in den Verkauf. Okay. So ist das bei uns aufgeteilt. Und ich habe jetzt noch ein kleines Standbein auf einer Außenstelle. Da tue ich jetzt noch ein bisschen Wagyu-Rinder züchten. Das ist so ein Hobby von mir. Das habe ich mir jetzt gerade angefangen. Sie haben gesagt, bei dieser Anzahl an Schlägen kommt man ohne Digitalisierung gar nicht aus. Stichwort. Also welche digitalen Technologien wenden Sie jetzt hier gezielt an? Digitalisierung in der Landwirtschaft ist jetzt nicht so neu, wie man vielleicht glauben möchte. Also wir haben schon in den 80er Jahren eine automatische Schweinefütterungsanlage gehabt, die anhand von irgendwelchen Tabellen eine Futterkurve errechnet und daraus praktisch die Schweine automatisch mit der richtigen Ration, mit der richtigen Futterzusammensetzung jeden Tag füttert, und das entwickelt sich auch mit dem Wachstum der Schweine mit. Also das ist ja schon ein Teil digitale Anwendung. Was man heute glaubt in der Digitalisierung, ist ganz häufig auf den Acker bezogen. Jetzt muss ich nochmal zurück, auch in der Tierhaltung, gerade was jetzt zum Beispiel über das Wohlbefinden der Tierhaltung gibt es jetzt auch. Das kommt jetzt langsam so als Gesichtsscanner für Tiere, die dann auch einen Welfare-Index ableiten können. Und dann auch, das wird auch so in Zukunft, glaube ich, so kommen, dass man dann sehen kann, anhand von digitaler Technik fühlen sich die Tiere im Stall wohl. Also im Stall passiert auch eine Revolution. Das kommt jetzt erst. Auf dem Acker sind wir schon ein Stückchen weiter. Auf dem Acker ist jetzt das, von dem alle sprechen, Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und der erste Schritt war für uns eine Ackerschlagkartei, mit dem wir ganz einfach unsere Äcker, da die sehr viele sind, einfach verwalten. Und das hat sich auch sehr gut entwickelt. Wir haben jetzt mittlerweile ein System, das geht vom PC aufs Handy. Wir erstellen die Arbeitsaufträge, senden uns die aufs Handy, arbeiten die am Handy ab, und dann kann ich die am Rechner nochmal weiterverarbeiten oder nochmal bearbeiten, und dann werden die gebucht. Und das ist auch wichtig für mich, weil meine Ackerschlagkartei nicht nur
also nicht nur da ist, dass ich weiß, wo ich war, sondern auch, die nehme ich auch für die nötige Dokumentation her, das ja auch ein wichtiger Punkt ist heute. Wir haben Düngeverordnung, wir haben Pflanzenschutzmittelnachweise, das muss ich ja alles erbringen. Das heißt, für die Dokumentation ist das sehr wichtig. Und jetzt geht es halt weiter, was die letzten Jahre sehr stark gekommen ist, waren diese Parallelspursysteme in der Landwirtschaft, also mit GPS-Navigation auf dem Acker, dass ich halt den Schlepper auf dem Acker quasi nicht mehr lenken muss, sondern dass der von selber parallel fährt. Und damit haben sich ganz neue Möglichkeiten der Ackerbewirtschaftung ergeben, weil diese Spur ist ja wiederholbar mit einem RTK-Signal und dadurch habe ich ganz neue Möglichkeiten, wie ich meinen Schlag aufteile und ich wieder auf diese Fläche hinkomme. Also da hat sich sehr viel getan. Das geht ja jetzt im ersten Schritt hin bis zur Robotik, bis zu dem, dass dann ein selbstfahrender Roboter praktisch dann diese Reihen unkrautfrei hackt. Und haben Sie so einen Roboter schon in Ihrem Betrieb? Fährt schon einer rum? Nein, es fährt noch keiner rum. Wir sind aber nicht so weit weg davon. Also wir nutzen diese Technik dieses Spurführsystems schon lange und das Spurführsystem kann dann auch vieles noch mehr. Das nennt man Section Control. Das heißt, wir haben eine automatische Teilbreitenschaltung und ich bin ja mit meinen Arbeitsgeräten oftmals sehr breit. Also ich habe zum Beispiel eine Pflanzenschutzspritze, die ist 27 Meter breit. 27 mit 9 Teilbreiten und mit der Technik schalten sich die einzelnen Teilbreiten von selbst ab. Section Control gibt es auch als Reihenkontrolle bei einer Sämaschine. Wenn ich jetzt rausfahre auf eine Schräge hin, dann schalten mir die einzelnen Säreihen von selber ab. Also ich habe Einspareffekte zum Beispiel im Saatgut oder bei Pflanzenschutzmitteln. Also das ist jetzt das, was wir jetzt anwenden. Und das haben Sie vorher schon programmiert und es läuft dann automatisch auf dem Schlepper. Das Programm ist da und der Schlepper fährt dieses Programm ab. Nein, ich habe mir den Auftrag gesendet. Ich habe mir praktisch den Düngeauftrag gesendet. Das andere, dieses Präzisionslandwirtschaft, das macht nur mein Display. Das ist auch so ein wesentliches Kriterium für digitale Landwirtschaft, diese Schnittstellenproblematik. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Pendel von John Deere und da möchte ich aber auch ein Gerät hinten anstecken, das dann auch zu diesem Pendel passt und das geht dann über einen sogenannten Isobus-Datenstecker und das muss halt alles zusammenpassen und dann funktioniert das aus. Also das eine ist rein die Dokumentation und das andere ist das, was am Feld passiert. Das wird dann so exakt dokumentiert, aber das passiert dann am Feld. Mit einer zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwas ausbringe, Dünger, dann macht der mir auf dem Feld eine Bedeckungskarte. Das heißt, er weiß schon, wo er war. Und wenn ich wieder da reinfahre, schaltet mir die Technik dann diese Teilbreiten von sich aus weg. Das muss ich aktiv selbst nicht machen, was das Leben für mich einmal vieles einfacher macht, weil ich es halt viel exakter machen kann und auch Einspareffekte habe. Aber natürlich ist diese Technik und diese Verwaltung und der Umgang mit der Technik auch eine Herausforderung, die man halt auch bedenken muss. Ganz einfach. Das muss man ja auch erst mal lernen. Genau, es sind immer zwei Seiten der Medaille. Genau. Da ist ein großer Lerneffekt auch dahinter. Genau. Sie haben von den Schnittstellen und von der Schnittstellenproblematik gesprochen, aber offensichtlich funktioniert es. Also Schnittstellen sind bei Ihnen kein Problem, es ist alles aufeinander an und eingepasst und funktioniert. Immer wenn ich mit moderner Technik irgendwas dokumentiere, dann produziere ich auch sehr viele Daten. Und jetzt haben wir zwei Schnittstellenproblematiken. Das eine ist tatsächlich diese Hardware, diese Sämaschine, den Düngerstreu oder die Spritze, die ich am Schlepper anstecke, dass das passt. Das ist die eine Schnittstellenproblematik. Die andere Schnittstellenproblematik ist dann wieder, dass ich diese Daten, die ich dann akquiriere, dann auch wieder, die ich auf meinem jeweiligen Pendel am Schlepper droben habe, wieder irgendwie auch auf ein Computersystem oder auf eine Internetplattform bringe und sie da weiterverarbeiten kann. Und das ist dann nochmal die zweite Herausforderung bei der Sache. Okay. Was ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer praktischen Erfahrung der größte Nutzen in der Anwendung von digitalen Technologien?
Also zunächst mal ist es so, dass die Verwaltung halt, und die Dokumentation für mich einen sehr großen Nutzen hat. Das ist jetzt das bürokratische Thema. Und draußen habe ich euch eine große Arbeitserleichterung durch die Spurführtechnik und ich habe einen Einspareffekt von Dünger-Pflanzenschutzmitteln. Das ist für mich ein sehr großer Nutzen. Insgesamt würde ich sagen, von der Arbeitserleichterung ist es deutlich besser geworden wie vorher. Das Wichtigste. Sie sagen auch Einsparung von Dünger und Pflanzenschutzmittel. Könnten Sie, was so in Richtung nachhaltige Landwirtschaft geht, könnten Sie da auch noch, sehen Sie da noch mehr Möglichkeiten oder ist es hauptsächlich eben Einsparung von landwirtschaftlichen Chemikalien, sagen wir mal so? Ja, absolut. Also wir haben uns gerade dieser Tage eine Hacke gekauft, eine kameragesteuerte Hacke, also eine digitale Hacke. Wir säen quasi zuerst die Fläche an. Und jetzt gehen die Pflanzen langsam auf und jetzt kommen wir dann, anstatt mit der Pflanzenschutzspritze, mit unserer neuen Hacke. Und die hat einen Hackstreifen, lässt die stehen von 4 cm. Und diese Kamera erkennt diese Reihe, quasi diese digitale Technik, und überträgt diese Daten an die Hacke hinten. Und anhand eines Verschieberahmens kann sich die Hacke so in der Reihe verschieben, dass ich keine Nutzpflanzen aushacke, aber halt eine mechanische Unkrautkontrolle habe. Und das ist jetzt das hat ja auch einen Nutzen in Richtung Nachhaltigkeit, weil ich auch Pflanzenschutzmittel damit einsparen will. In meinem Fall jetzt, wir gehen in Richtung Herbizideinsparung. Und deswegen haben wir den Schritt jetzt auch gemacht mit so einer Hacke, genau. Wo liegen die größten Gefahren oder Risiken in der Anwendung für Sie? Also einen Punkt haben wir noch gar nicht so beleuchtet, und zwar ist das dieses Big Data Problem. Immer dann, wenn ich digitale Technik nutze oder auch Internetplattformen dazu nutze zur Verwaltung. Ich erzeuge mit meiner Bewirtschaftung immer auch große Datenmengen und diese Datenmengen schwirren dann auch im Internet mit rum und da kann es natürlich auch dazu führen, das weiß man nicht so genau, dass natürlich diese Daten dann auch missbraucht werden und sich ein übergestelltes Unternehmen vielleicht einen großen Nutzen daraus ziehen kann, zu sehen, ja, wie ist denn eigentlich so bei den Landwirten der Pflanzenschutzmitteleinsatz oder der Düngemitteleinsatz. Und dann kann man halt aus der Fläche her wieder seine Rückschlüsse ziehen, wie lässt sich das am besten steuern. Also dieses Big Data Problem ist schon da. Und da sehen Sie auch Bedarf jetzt Richtung Politik, dass an diesen Datenhoheit, Datensicherheit noch Rahmen geschaffen werden, Regelungen geschaffen werden, die ihnen quasi Sicherheit verleihen. Absolut. Wir brauchen auch die Digitalisierung und wir werden auch die digitalen Systeme der Zukunft nutzen mit allen Algorithmen, die da dazugehören, um das Ganze zu steuern. Aber es braucht halt auch einen Datenschutz, dass diese Daten halt auch meine sind und auch meine bleiben. Das ist mir in dem Fall ganz wichtig und dass ich die nur auf ausdrückliche Nachfrage halt quasi freiwillig abgeben möchte. Das ist eine Aufgabe der Politik. Für mich ist es auch eine Aufgabe der Politik, dass wir das weiter ausbauen, dass wir auch diese Möglichkeiten der Digitalisierung auf dem Land heraus, bei uns ist ja teilweise die Internetverbindung noch sehr schlecht und wir möchten das aber auch weiter ausbauen, dass wir halt das auch bei uns bis zum Schluss nutzen können, weil es ja schon einen großen Nutzen hat, auch was gerade jetzt in Richtung Nachhaltigkeit geht. Da kommt ja noch viel. Wir haben vorher den Roboter angesprochen. Das ist ja dann nochmal ein weiterer Schritt, der auch in die Richtung geht. Aber so ein autonomer Roboter, der fährt nur, wenn er auch eine vernünftige Internetverbindung nach oben hat. Sie haben jetzt das angeschnitten, wo die Politik sich hinbewegen sollte. Und wenn Sie, also Sie haben ja auch schon angesprochen, es erfordert doch einiges an Fachwissen, was die jungen Landwirte sich da aneignen müssen, wenn sie auf die Richtung Forschung und dann aber auch Lehre und Ausbildung in der Landwirtschaft denken. Was wäre da aus Ihrer Sicht für die Zukunft am wichtigsten? Ich habe ja vorher schon mal gesagt zu Ihnen,
ich glaube, wir stecken mitten in einer Revolution der Landwirtschaft. Ich glaube, das merkt man auch. Und ich sehe das auch durchaus als Chance, als große Chance für die Landwirtschaft und auch für die jungen Menschen, die in dem Beruf Fuß fassen wollen. Also das ist ja eine grandiose Chance. Und da tun sich auch ganz neue Arbeitsfelder auf in Zukunft. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass wir diese Aus- und Weiterbildung komplett umgestalten. Also wir haben teilweise noch alte Strukturen und da muss man auch jetzt in der Ausbildung und in der Weiterbildung und auch in der Forschung müssen wir viel mehr Zusammenarbeit und viel mehr Forschung auf dem Feld, finde ich, machen, dass die Forschung und die Praxis zusammenwächst, dass man auch mal merkt, was geht und was geht nicht und dass wir die Landwirtschaft praktisch positiv nach vorne entwickeln, mit allen Möglichkeiten, die wir, Möglichkeiten zur Steigerung der Nachhaltigkeit, die wir heute haben. Und da gibt es sehr viel zu tun. Und eben auch einen Imagegewinn erreichen für die Landwirtschaft? Genau, der glaube ich auch nötig ist. Und nicht nur den Imagegewinn, sondern wir müssen auch versuchen, die Gesellschaft ein bisschen mitzunehmen. Ich benutze den Begriff des Brückenbauens sehr gern. Also Brücken in die Gesellschaft hineinbauen und die Leute mitnehmen. Schaut mal, was wir machen, wie wir es machen, wie wir uns verändern und mit welchen technischen Möglichkeiten heute wir arbeiten, um auch einen Nutzen in Richtung Nachhaltigkeit und Umwelt zu haben. Was wünschen Sie sich jetzt zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Forschung oder eben auch mit der Beratung und Lehre? Was sollte noch stärker zur Anwendung kommen? Also ich finde, wir müssen die Praxis viel besser mit einbeziehen, gerade was Forschung und Lehre betrifft. Und ich hätte da auch einen konkreten Vorschlag, und zwar haben wir in Bayern dieses Demonstrationsbetriebsnetzwerk. Das sind knapp 100 Betriebe in ganz Bayern. Runtergebrochen im Landkreis Passau, in dem wir uns befinden, sind es 2 Betriebe. Einer davon bin ich und wir machen hier so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und auch was geht in Richtung Gewässerschutz und machen da ein paar so Maßnahmen. Aber ich finde, wir müssten das viel stärker aufbohren und müssten praktisch in Zusammenarbeit mit Ausbildung und Universität richtig Versuche fahren, weil wir gar nicht wissen, was geht alles und was geht nicht. Das ist jetzt auf meine Hacke bezogen. Wir haben uns jetzt die Hacke gekauft, aus meiner Initiative heraus. Investiert? Haben wir jetzt investiert, genau. Wir wissen aber gar nicht, ob ich das Geld jemals wieder akquirieren kann mit dem Nutzen dieser Hacke, weil wir zusätzlich zu dem Hacken, was sicherlich gut geht, auch noch das Problem in der Hügellandschaft haben, dass wir sagen, okay, wie funktioniert eigentlich dann Erosionsschutz und mechanische Unkrautkontrolle? Wie funktioniert die Hacke am Seitenhang und vieles mehr. Und das müsste man besser erarbeiten, denn Landwirtschaft, und das ist sicher, ist immer sehr regional unterschiedlich und sehr spezifisch. Und deswegen muss man auch verschiedene Möglichkeiten in Richtung des Standortes da erörtern und danach forschen. Und deswegen wäre mir dieser Praxisbezug da so wichtig. Und auch die Kosten zu minimieren für eben... Also mir geht es darum, dass wir zumindest einmal auf einer praxistauglichen Ebene Verfahren so weit herleiten, dass es danach im Gros anwendbar ist. Weil es gibt immer den Profi, der findet eine gute Lösung, aber das ist ein Profi. Aber wir haben ja eine breit gefächerte landwirtschaftliche Basis und wir wollen ja was entwickeln, was, sagen wir mal, auch die Basis gut anwenden kann. Das ist ja die Schwierigkeit, die wir da haben, wenn wir irgendwelche neuen Methoden und neue Techniken zum Einsatz bringen, dass diese Technik und diese Methode möglichst vielen Landwirten zur Verfügung steht und das Know-how dazu. Und das Know-how, genau. Genau. Was wünschen Sie sich vom Verbraucher? Ja, also von der Verbraucherin? Es ist tatsächlich so, dass wir momentan so den Spagat schaffen müssen zwischen dem Anspruchsdenken einer sehr modernen und aufgeschlossenen Gesellschaft, die viel von uns fordert und auch der Landwirtschaft sagt, was wir sollen und was nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese Liberalisierung und der Märkte und diese Globalisierung, die uns auch viele gleichwertige Güter auf unseren Marktplatz schwemmt und es dann sehr schwierig ist, dass wir damit mithalten, mitkonkurrieren können. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, das wir da aufzulösen haben. Und
Und da gibt es viele Stichworte. Eines ist zum Beispiel Regionalisierung. Und das erhoffe ich mir auch vom Verbraucher, dass wir ein Stück weit wieder zurückkehren, dass wir die regionale Produktion wieder ein Stück mehr schätzen, auch natürlich etwas mehr unterstützen und dann auch mal sagen muss, wenn was vernünftig vor Ort produziert wird, dann ist es auch ein Stück mehr Mehrwert einfach. Dann hat man einen Mehrwert und wenn wir das hinkriegen, dann sehe ich auch gute Chancen für unsere Zukunft. Gut. Sie sind ein Familienbetrieb. Sie hoffen oder rechnen damit, dass einer Ihrer Söhne auch den Betrieb dann weiterführt. Wenn Sie sich vorstellen, Digitalisierung geht weiter, was denken Sie in 10, 15 Jahren, wenn Ihre Söhne mit in der Landwirtschaft arbeiten, was wird sich da ändern? Wie wird die Zukunft der Landwirtschaft aussehen? Also ich denke, die Zukunft der Landwirtschaft wird schon ein Stückchen bunter. Wir haben ja gerade auch in der Tierhaltung, ich unterstütze diesen Borchardt-Ansatz. Also wir wollen auch in der Nutztierhaltung eine Revolution starten, dass wir auch hier in Deutschland auch als brennendes Vorbild für Europa auch diese Umstellung hinkriegen. Und das würde mir auch sehr gefallen in unserer Nutztierhaltung. Da kommt dann schon noch Handarbeit dazu, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir gehen von Spaltenboden wieder zurück zum Stroh, aber dann auch vielleicht mit digitaler Einstreutechnik. Okay. Also das würde mir gefallen, dass das soweit automatisiert ist, dass ich mir das händische Einstreuen spare. Also da gibt es viele Anwendungsbereiche, die sich da überschneiden. Und auch mit der digitalen Technik habe ich natürlich auch die Möglichkeit, kleinräumigere Strukturen gut zu beherrschen. Und da sehe ich auch viel Nutzen dazu, dass wir auch wieder eine etwas buntere Landwirtschaft kriegen. Vielfältigere Landschaft auch. Genau, die ist zwar bei uns sehr vielfältig, das muss man schon sagen, in der Toskana Bayerns, heißt es ja bei uns so schön, ist es schon vielfältig, aber ich glaube, man kann das alles schon auch nutzen, um daraus einen großen Benefit zu schlagen. Und ich hoffe, dass es in die Richtung geht. Da würde ich mich sehr freuen, weil das ist das, für das wir tagtäglich aufstehen und auch unsere Arbeit leisten. Und wenn das von der Gesellschaft am Ende des Tages honoriert wird, unsere Arbeit, und auch geschätzt, was wir machen, und auch, dass wir davon leben können, dann bin ich am Ende des Tages sehr zufrieden. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.